Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich mit euch über Melatonin sprechen und dass dieses nicht nur unser Schlafhormon ist, sondern das stärkste Antioxidant im Körper und dass von seiner vorhandenen Menge im Gehirn und in den Körperzellen unser gesamter Gesundheitszustand abhängt. Die hauptsächlichen Todesursachen heutzutage sind erstens Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die zweithäufigste Todesursache ist der Krebs und an dritter Stelle steht Diabetes oder das metabolische Syndrom und die Krankheiten, die daraus entstehen, wie Alzheimer unter anderem. Dies sind alles Krankheiten, die mit den Mitochondrien zu tun haben, den Kraftwerken in unseren Zellen, welche durch oxidativen Stress und freie Radikale beschädigt werden, sodass die daraus entstandenen entarteten Zellen zu Krebszellen mutieren. In einem gesunden Körper sorgen die körpereigenen Antioxidantien dafür, dass die Mitochondrien nicht beschädigt werden und dass freie Radikale abgefangen werden. Das geschieht durch Enzyme, wie zum Beispiel dem stärksten Antioxidant Glutathion. Tatsächlich jedoch ist das Melatonin noch stärker, denn es löst andere Antioxidantiennetzwerke aus, wie auch das Glutathion, welches von dem Melatonin sozusagen getriggert wird, weil dieses die Mutter aller Antioxidantien ist. Ohne das Melatonin würden weder die körpereigenen noch die mit der Nahrung zugeführten Antioxidantien zur Geltung kommen. Die Zirbeldrüse sitzt im Gehirn und bildet das Hormon Melatonin. In der Zirbeldrüse bildet Serotonin den Ausgangsstoff für Melatonin. Daneben wird Melatonin auch in geringen Mengen im Verdauungstrakt produziert. Das Hormon ist maßgeblich für unsere innere Uhr verantwortlich und steuert, wann wir müde werden und wann wir aufwachen. Melatonin wird überwiegend nachts ausgeschüttet, während das Tageslicht seine Produktion hemmt. Melatonin macht müde, lässt uns einschlafen und fördert die Regeneration im Schlaf. Es verlängert die Traumphasen. Melatonin wird auch als Schlafhormon bezeichnet und, besonders in den USA, als unter anderem alternatives Schlafmittel verkauft. Allerdings hat es oral eingenommen nur bei solchen Menschen eine schlaffördernde Wirkung, die auch bei Nacht einen niedrigen Melatoninspiegel aufweisen, wie das beispielsweise bei älteren Menschen der Fall ist. Melatonin wird außerdem zum Ausgleich von Jetlags genommen, um dem Körper zu signalisieren, wann Nachtruhe angesagt ist und um das Einschlafen über mehrere Zeitzonen zu erleichtern. Im Laufe des Lebens und vor allem nach jahrelanger kohlenhydratreicher und ungesunder Ernährung nimmt die Melatoninproduktion immer mehr ab. Je weniger Melatonin gebildet wird, umso schneller schreitet der Alterungsprozess voran. Ein Mangel an Melatonin bewirkt daher folgende Probleme: Schlafprobleme und dabei auch Traumlosigkeit, ferner Stimmungsschwankungen. Chronische Entzündungen im Körper werden gefördert. Ein Melatoninmangel sorgt für den Verlust von antioxidativem Schutz in den Mitochondrien. Er führt ferner zu chronischen degenerativen Erkrankungen, besonders im Gehirn, wie Alzheimer. Demzufolge dann auch zu Depressionen und Gedächtnisschwäche. Melatoninmangel führt zu einer schnelleren Hautalterung, zu Migräne und zu Sodbrennen unter anderem. Nun muss man wissen, dass es zwei Arten von Melatonin gibt. Einmal das Hormon, welches nachts in der Zirbeldrüse hergestellt wird und im Blutkreislaufsystem aktiv ist. Die Bildung dieses Melatonin in der Zirbeldrüse wird also durch die Abwesenheit von Licht nachts stimuliert, sofern der Baustoff dafür vorhanden ist. Was die zweite Art des Melatonin betrifft, so ist dieses subzellulär, also es ist in den Zellen und dort in den Mitochondrien vorhanden. Dort beschützt es die Zellen vor oxidativem Stress und freien Radikalen, die normalerweise dort stattfinden, weil die Mitochondrien, wie das Kraftwerke so an sich haben, sehr störanfällig sind. Und diese zweite Art des Melatonins macht den mehrheitlichen Anteil des Melatonins im Körper aus. Die Vorteile des Melatonins sind so immens, weil davon unsere Gesundheit abhängt. Deshalb zählen zu den Vorteilen desselben die folgenden. Melatonin ist das stärkste körpereigene Antioxidant, das oxidativen Stress bekämpft und Zellschäden im Körper verhindert oder reduziert. Es ist zweimal stärker als Vitamin E, welches in den Arterien eine sehr wichtige Rolle bei der Verhinderung von Herzinfarkt spielt. Es reaktiviert Antioxidantien wie Glutathion, es verbessert den Schlaf, es unterstützt das Immunsystem, es hat antikanzerogene Eigenschaften, Melatonin bekämpft Viren, es verjüngt den Körper, wirkt stark antientzündlich, schützt Nervenzellen im Gehirn und somit vor Alzheimer, Parkinson und so weiter. Melatonin hat einen sehr großen Einfluss auf die Leistungen des Gehirns, insbesondere auf die Merkfähigkeit, die Konzentration und das Gedächtnis.
Um daher von diesem stärksten körpereigenen Antioxidant so lange und so oft wie möglich zu profitieren, sollten wir die folgenden Faktoren, die das Melatonin senken, vermeiden. Übergewicht, langes Sitzen vor dem Fernseher bis tief in die Nacht, zu viel Kaffeekonsum, Alkohol, Drogen und Zigaretten, Sport am Abend, den lieber tagsüber verrichten, Stress vermeiden, wenn möglich auch Medikamente, eine gute Schlafhygiene praktizieren mit regelmäßigen festen Schlafenszeiten und frühem Schlafen gehen und bei absoluter Dunkelheit zu schlafen und vor allem einen Serotoninmangel beheben. Denn das Glückshormon Serotonin wird bei Dunkelheit zu Melatonin umgewandelt. Aus diesem Grund ist ein gesunder Serotoninspiegel nicht nur förderlich für unsere Stimmung und unser Wohlbefinden, sondern ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für die Melatoninproduktion. L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure und ein Grundbaustein von Serotonin. Die zusätzliche Einnahme von L-Tryptophan über ein Nahrungsergänzungsmittel hilft dem Körper, einen wichtigen Baustein bereitzustellen, damit er auf natürliche Weise genügend Serotonin und im nächsten Schritt Melatonin bilden kann. Da Tryptophan jedoch nicht immer in ausreichenden Mengen die Blut-Hirn-Schranke passieren kann, ist es in manchen Fällen sinnvoller, 5-HTP einzunehmen. Denn im Gehirn entsteht aus Tryptophan erst 5-HTP und daraus dann Serotonin. 5-HTP gelangt leichter durch die Blut-Hirn-Schranke als Tryptophan, sodass die Serotoninherstellung durch 5-HTP häufig besser unterstützt werden kann. Und da bei der Melatoninherstellung im Gehirn auch die Vitamine B1, B3, B6, Magnesium, Zink, Folsäure und Vitamin B12 gebraucht werden, aber auch das Omega-3, Algenöl und genauso das Vitamin D3, die sind alle vonnöten für diese Melatoninherstellung. Sollte man sich mit den notwendigen Nahrungsergänzungsmitteln eindecken, mein Video dazu werde ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Was auch sehr wichtig für die Bildung von Melatonin ist, also das größte Stimulanz für das Melatonin in den Zellen, ist das Infrarotlicht. 50% des Sonnenlichts besteht aus Infrarotlicht. Die Sonne bildet also nicht nur das Vitamin D in der Haut, sondern hat noch andere wichtige Funktionen, wie die zur Verfügungstellung von Infrarotlicht. Subhanallah. Melatonin ist also nicht nur das Hormon der Dunkelheit, sondern auch das Hormon des Sonnenscheins, des Lichts. Dazu muss man sich nicht notwendigerweise in Richtung Sonne wenden, sondern es reicht, sich draußen in der Natur aufzuhalten, weil alles in dieser, wie die Steine, das Gras, die Erde usw., die Infrarotlichtwellen reflektieren, sodass man das Infrarotlicht indirekt durch diese erhält. Jemand, der sich daher viel in der Natur aufhält, wie der Bauer, Farmer usw., erhält eine Menge von diesem lebensnotwendigen Melatonin in den Zellen durch das Infrarotlicht, sodass diese sämtlichen oxidativen Stress in den Zellen minimieren. Deshalb erfreuen sich diese Menschen meist einer sehr viel besseren und robusteren Gesundheit als der Mensch, der sich meistens im Inneren eines Gebäudes aufhält, sogar dann, wenn sie sich ungesund ernähren sollten. Das Infrarotlicht kann sogar den Schädel durchdringen und im Gehirn seine positive Wirkung vollbringen. Deshalb sollten gerade Menschen mit Alzheimer des Öfteren an die Sonne gehen oder mindestens täglich einer Infrarotlampe ausgesetzt werden. Die Sonne hat also nicht nur den Vorteil, dass sie für die Bildung des Vitamin D in der Haut sorgt, sondern auch für die Bildung des Melatonins. Was man daher tun kann, abgesehen davon, sich täglich einige Zeit in der Natur aufzuhalten und sich dabei gleich Wildkräuter zu sammeln, um diese zu entsaften. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben. Abgesehen davon könnte man sich täglich vor dem Schlafengehen für 20 Minuten einer Infrarotlampe aussetzen. Und wer es sich leisten kann, könnte sich auch eine Infrarotsauna anschaffen. Für zu Hause, die gibt es auch schon für eine oder für 2 Personen ab 900 €, zum Beispiel diese hier von Netto. Das wäre dann eine sehr lohnende Investition in die eigene Gesundheit. Eine sehr günstige Variante, sich des heilenden Infrarotlichts auszusetzen und sich des stärksten Stimulanz des Melatonins in den Zellen auszusetzen, wäre ganz normales Kerzenlicht. Wer sich daher jeden Tag Kerzen zu Hause anzündet, stimuliert damit immens die Melatoninproduktion in den Zellen. Ebenso würde man das mit einem Lagerfeuer tun, denn auch das Feuer beinhaltet dieses heilende Infrarotlicht. Es wäre daher durchaus anzuraten, sich des Öfteren um ein Lagerfeuer zu versammeln. Denn dadurch würde man gleich auf 2 Ebenen von dem Infrarotlicht profitieren. Einmal durch das Aufhalten in der Natur und zum anderen durch das Lagerfeuer. Übrigens liefern auch diese alten Glühbirnen Infrarotlicht im Gegensatz zu den künstlichen LED-Lampen, die eine ganz andere Technologie benutzen und blaues, kaltes Licht liefern, wie auch der Computer, Handys etc. Eine Studie ergab,
dass sich das Computerlicht auf das Melatonin äußerst negativ auswirkt. Deshalb wäre die Nutzung von Handys, Laptops usw. am späten Abend das reinste Gift. Und insbesondere der Blauanteil im Bildschirmlicht stört die Bildung von Melatonin. Wer sein Melatonin daher erfolgreich erhöhen möchte, sollte am besten bei absoluter Dunkelheit schlafen und auch beim nächtlichen Aufwachen kein helles Licht anschalten. Denn auch Krebszellen mögen keine Dunkelheit. Wer daher so lange wie möglich jung und gesund bleiben möchte, sollte sich darum kümmern, die Melatoninproduktion in den Zellen und in der Zirbeldrüse auf natürliche Weise zu erhöhen. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Maria.